Genau, und damit sind wir wieder da. Ich habe eine kurze Pause gemacht. Ich muss mir was anziehen, war ein bisschen kalt. Und wir schauen mal, was da unten los ist. Das scheint ja Remi Demi zu sein. Und I'm taking it. Das ist bestimmt Odin. Oh. Alles klar. So, Barry in the Lodge. Hartman kept talking. Clearly proud of the place. He went on and on about his hunting trophies, and Barry was impressed. But he was here on business. He raised his voice, cut through the monologue. Hey, Hartman, where's Al? Hartman stopped in mid-sentence, annoyed at the interruption. He nodded at the hulking orderly standing nearby. The man smiled and clapped a practiced hand on Barry's shoulder. Also Barry sucht uns, das ist ja unser Verleger, und fragt halt, wo ist Al, und der Doc erzählt ihm von seinen Trophäen, aber Entschuldigung, das interessiert ihn gar nicht. Und ja, hier wollte ich gucken, ob ich da durch kann, aber da kann ich jetzt leider nicht durch. Kriegen wir den Generator denn jetzt an? Den können wir auch nicht angucken. Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. And if she was one of Hartman's goons, she had it coming. I could get the key to the office from Sinclair. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Ja, das ist schön. Ich wollte eh in das Office. Hier geht's nicht lang. Die beiden gehen voll ab. Gut, wir haben ja den Schlüssel, dann gehen wir mal hier rein. Ich denke, das ist schon der richtige Weg. Ich hoffe, ich verpasse jetzt... Ja, das ist sein Office, sehr schön. So, und das sind die Bilder, die er gemalt hat. Oh, er sieht Alice Name auf einem der Aufnahmen, die der Doc gemacht hat. Und ja, das ist schon schräg, oder? Ich meine, er hat uns ja auch erzählt, sie ist tot. Hier sehen wir übrigens, glaube ich, unseren Axtmörder aus dem Wald. Dann, ja, weiß ich nicht. Das sind diese Schatten, die er gesehen hat. Wölfe habe ich bisher noch nicht gesehen. Wenn jetzt auch noch Wölfe kommen, habe ich keinen Bock drauf. Finde ich nicht gut. Was sind das für komische Dinger? Weiße, flammende... Erwartet mich das alles noch? Das ist ja nicht schön. Naja, egal, wir hören uns mal das Tape an. Now, Mrs. Wake, can you tell me about Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that'd lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing. Wir waren aggressiv, wir schlafen nicht. Aber nicht aggressiv gegen Alice. Yes, tell me, Mrs. Wake. What would you say to him if he'd listen? I don't know. Und wir hauen immer ab aus den Diskussionen. I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes. And I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. I've tried, also die sind ein anderer, sagt sie. He's not listening. He's too deep in his own problems. Always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him. And we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here, even when he's home. Please help me, Doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the
most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to schräg, bear ne? that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. Das ist schräg, weil das jetzt hinten wiederum weist ja ist ja ein Hinweis darauf, dass er wirklich irgendwie eine Störung hat. Jetzt, das Problem ist, Entschuldigung kurz, ich kann das nicht zeitlich einordnen. Also, wir haben ja auch eine kleine Episode aus seinem späteren Leben gespielt, teilweise. Wir hatten, wann jetzt dieser Anruf gekommen ist, weiß ich nicht, aber das ist jetzt schon wieder ein Indiz darauf, dass er wirklich einen kleinen, Schlag hat. So, und hier haben wir hier den Typen. War das nicht der Typ von, der uns, wo wir durch diesen Wald da gerannt sind? Der, naja. The photo on the wall caught my attention. In it, the Yeah, the clinic kid. staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. Let me out of here! Hartman, do you hear me? I'm gonna sue your crazy quack ass to shreds! Okay. Barry? Ow! About time! Barry! Man, I'm glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, 2 goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. Naja, gut, das Wichtige daran ist, der Hartman hat ihn angerufen, er sollte mich abholen. Also als er da hingekommen ist, haben ihn 2 Leute niedergeschlagen und hier reingesteckt. Es wird alles sehr schräg. Also ich bin mir, ob das jetzt so ein Mix aus Fantasie, Vorstellung meinerseits und Realität ist. These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Ja, sie will nicht, dass etwas Wundervolles created wird. Das hatte ich mir schon gedacht. Gut, der Hartman will das also ausnutzen. Der weiß also von der Sache. Das ist sehr interessant. So. Haben wir nur eine Waffe. Ach, ich muss hier... Weil so macht man ja auch immer Türen auf. Ach, ich Trottel. Aber wir können trotzdem mal kurz gucken. Hartman watches Wake fall. So. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning, even in the water. Jack turned the radio louder as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was finally within his reach. Also der hat das anscheinend mit seinem Fernglas beobachtet und hat uns dann aus dem Wasser gezogen. So sind wir überhaupt dahin gekommen. Aber ich habe jetzt keinen Bock auf
Kann ich hier hoch zu dem... Ja, jetzt funktioniert er nämlich. So, damit kriegen wir nämlich die ganzen Poltergeister weg. Ohne groß... Ach nee, das Problem an der ganzen Sache ist jetzt, kriege ich die damit komplett weg oder muss ich da runterlaufen währenddessen? Ich weiß es nicht genau. Ich warte noch mal eine Runde ab und dann laufe ich runter. Wir kriegen so langsam, kriegen wir da aber alle weg, oder? Ja, lasst die Zeit. Dann geht's auch. So, ganz ehrlich. So, jetzt laufen wir mal schnell runter. Doch ganz schön dunkel hier. Und da durch die Tür. Ist klar, da soll ich nicht lang. Oh, hier kann Flair. So ein Flair nehme ich mal gerne mit. Vielleicht brauchen wir es noch. Oh. Brauche ich das hierfür? Anscheinend schon. So. Ein Fernseher. Eine Manuskriptseite. Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front. And he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here. Damaged in ways that were hard to describe. Or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction. To be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Also der Hartman weiß, dass er kein wirklicher Erschaffer ist, in dem Sinne von Geschichten oder was auch immer. Und hat auch keine Ambitionen dazu. Und für ihn war es halt genug, sozusagen der Producer zu sein. Ja, und er hat nicht unbedingt immer die passenden Objekte gefunden, aber mit uns scheint er ja wirklich das passende Objekt gefunden zu haben. Ich hätte gerne eine Taschenlampe, also nur mit der Knarre geht es schon. Das macht doch keinen Spaß. Okay. Ja. Und hier komme ich jetzt auch gar nicht mehr durch, sehr schön. Lässt du mich mal bitte... Dankeschön. Sehr schön. Toll. Da steht Barry mit der Taschenlampe. Da komme ich auch nicht durch. Ach nein, ich muss die auf die Tür bringen, ne? Kann das sein? Das wird wahrscheinlich so sein. Ja, ist gut, Barry. I found the car, but the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there.
Barry, I don't have a light. Take this, Al! Ja, danke. Oh, God! Look at the house, Al! Look out! Nächste Poltergeist. Der ist der nächste. Dass die hier auch mit Säulen werfen, finde ich nicht in Ordnung. We gotta go! It's not much of a maze! I made it through easy! Also Elle hat es auch geschafft. Es ist nicht wirklich ein großes... Jeez, Al! The house looks bad! Let's get out of here! Ja, krieg dich ein. Mach man keinen Stress. So, das ist ein Labyrinth. Sehr eng hier. Wenn irgendwas gleich kommt, wird uns das sehr überraschen. Ja, ja. Alles gut. Tja, das Problem ist, die Don't Trust Emil. Okay, das werden wir nicht tun. Emil ist jetzt der, das war der, na, jetzt sind sie wieder da. Wo seid ihr? Hinter der Ecke bestimmt. Be careful! I can see them moving around! They're coming for you! Ja, ja. Das glaube ich auch. Bah, das macht keinen Spaß. Das haben die richtig eklig gemacht. Also, in dem Sinne gut natürlich, ne? So, wir sind falsch gelaufen, aber wir haben eine Manuskriptseite gefunden, das ist schon mal etwas. Es macht aber einfach keinen Spaß hier unter diesem Druck die ganze Zeit, weil die kommen ja unendlich, diese blöden Schatten. Was? Ich höre da irgendwas. Bin ich hier eigentlich sicher? Hier ist nämlich Licht. Hier ist definitiv, bin ich hier sicher. Aber sonst sehe ich nicht. Aber wir können mal kurz die Seite angucken. Hier, zack. So, was haben wir hier? Wake sees all gods. That littered the area, surrounding an unlikely centerpiece. A full-side stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate. Ich habe keine Ahnung, was ein Paraphernalia ist. Wahrscheinlich irgendwas mit Vikings und Sound war dabei. Nein. So, und Hartman and the Power Failure, schauen wir auch. Also es scheint die Bühne von denen zu sein, oder? Die Bühne von Thor und Odin. He had disliked leaving Wake when he was surely at his most susceptible to therapy. But this was not an ordinary storm. Wake had been writing, and he had woken something up in the depths of the lake. Now, it was coming for him. Hartman had naturally prepared for a situation like this,
The idiot brothers would keep Wake distracted while Hartman double-checked everything, just to be sure. Ja, das hat ja nicht so gut geklappt, Mr. Hartman, ne? Oder? Also der wollte das schon, dass das ausgelöst wird. Und er wusste, dass der Sturm von mir ausgelöst wird. Ja. Diese Blumen finde ich echt schräg. Keine Ahnung, was das ist. Ach, das ist hier mein... Jetzt sieht aber nach scheiß Vögel. Ihr habt sie doch nicht mehr. Aber wir haben eine Flaregun. Benutzen. Ja, so viel zur Flaregun. Das war ein bisschen Verschwendung. Wahrscheinlich sollte ich die für die Vögel benutzen. So, jetzt können wir uns jetzt mal heilen. Kommt hier nicht durch? Oh, das tut mir aber leid. Au. Was für Arschlöcher. Kommt hier zu mir. Kommt doch hier rein. Kommt ins Licht. So. Mott knew that Wake was smarter than him. Wake had more money, a beautiful wife, everything. And Hartman said Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the shots now. He'd expected Wake to whimper and grovel, but instead, he seemed willing to fight. Mott knew he'd gotten under Wake's skin. If only Mott actually had his wife. The thought made him shiver. Wer ist Mott nochmal? Jetzt habe ich Mott vergessen. War das, keine Ahnung, war das der Kidnapper? Ich habe keine Ahnung. Ja gut. Hat der Barry nicht gesagt, das ist ein relativ kleines Labyrinth? Ich meine ja nur... Fuck you. Du Drecks. Poltergeist. Insert everything. Insert coin, please. So, ist jetzt gut. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin echt fertig. Emil made Tom do it. Wer ist Tom? Tom Riddle? So, wir haben Revolver-Ammo. Wir haben... Ich nehme mal die Knarre wieder rein. Lade die einmal nach. Solange wir hier im Licht stehen, ist ja alles gut. Ich will hier raus. Das Ganze ist nicht so angenehm, wie es vielleicht aussieht. Wir haben hier ein Secret. Das werden wir uns bestimmt teuer kaufen müssen. Arsch. Alter, wo kommen denn hier 1000 Leute her, oder was? So, 2 Schuss für die... Ja, nee, nicht die Knarre. So, das Problem ist, hier geht's nicht lang. Und wir sind auch schon außer Atem. Oh, Licht, danke. Oh. Das ist Barry. Wir sind hier am Ende des Gartens. Und hier liegt noch mal höllenviel Zeus. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Und da hinten liegt noch eine Manuskriptseite, die würde ich auch noch gerne mitnehmen.
Ja, das ist ja schön, dass hier nichts weiter ist. Ist ja nett. So. Haben sie gut gemacht. Da will man einfach weg. watched as Wake's features slackened. The man was bullheaded, no doubt. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose the second time. But with a little time, he could break Wake down, give him proper direction. Wake was easily the most promising subject he had had. Well, since Tom, really. Oh, Tom. Sleep well, Alan, Hartman whispered with a smile. Let me take care of you. He sniffed hard to clear his throbbing nose, swallowed blood and barely tasted it. Also, wir haben irgendwie uns gewehrt gegen Hartman und wir haben ihm fast die Nase gebrochen, aber wir waren halt das versprechendste Subjekt. Außer halt Tom. So, vielleicht erfahren wir noch, wer dieser Tom genau ist. Mir sagt er nämlich im Moment gerade gar nichts. Aber vielleicht, ich bin nicht so der Master im Namen merken. Endlich Barry. Wir sehen wir jetzt was Schreckliches. Maybe. Barry! Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so,